LMC, ein Wohnmobil LMC Breezer V643G in der Palmo Edition 65 Jahre. Ja, auf Basis Fiat, 140 PS, hat ein Schaltgetriebe und 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht mit Klimaanlage und allem drum und dran. Die Farbe ist Expedition Grey 676, denn das Fahrerhaus ist nämlich nicht weiß, sondern es ist tatsächlich Grey, Expedition Grey. Hier vorne ist es drauf. Ja, die Patricia ist da. Hallo Patricia. Du hast den Eingang bewacht, aber ja, Freitag drehen wir jetzt im Moment. Wir sind bei Palmowski in Bielefeld und LMC hast du noch nie gehört, oder? Nee, habe ich noch nie gehört. Da vorne steht's, ja. Ist ein ganz bekannter Hersteller, machen auch Wohnwagen. Aber LMC ist so, ich sag mal schon eine ganz tolle Marke, die ganz viele Leute assoziieren mit ja, Qualität und so weiter und so fort. Hier ist ja der V643G. Die Farbe Grau gefällt dir? Ja, also ich finde, Grau kann man immer sehen. Eine sehr neutrale Farbe, aber auch moderne Farbe. Finde ich cool, ja. Ja, Audi hat ja irgendwann mal angefangen, die Autos grau zu machen. Ist auf jeden Fall ein netter Hingucker. Die Farbe wurde erweitert. Das sieht man hier an der Seite. Guck mal. Da ist sie mit dem Weiß nochmal gemischt worden, bisschen foliert. Und ja, zu 99,9% auch der gleiche Farbton. Ja, ich würde sagen, mit dem bloßen Auge ist der gleich, oder? Ja. So, hier unten haben wir es mit drin. Ich habe einen sehr tiefen Einstieg. Wir gehen mal ganz kurz ums Fahrzeug drumherum. Ein teilintegriertes Fahrzeug. Die 65 Jahre Edition hier mit drin. Und ja, wir werden mal so ein bisschen schauen, wie es innen, außen aussieht. Mach mal auf, bitte. Schön ist bei den Schlössern, man hat eine 50-50 Chance, die zu öffnen. Ja, es kann sein, dass sie auf waren. Einfach ziehen, feste. Nee, jetzt ist zu. Genau, jetzt auf und feste ziehen. Ah ja, okay. Denn du hast heute zugegeben, du hast das erste Mal so ein... Ja, ich habe das erste Mal so eine Garage geöffnet. Also ich bin noch Neuling. Garage öffnen. Ja, die Tragfähigkeit der Heckgarage 250 Kilogramm. Die muss allerdings flächig verteilt werden und die Hinterachslast maximal 2 Tonnen. Und wenn mich die Leute fragen, dass ich das alles weiß, ja, steht nämlich hier. So, ich zeige es mal gerade da oben. Ich habe es nur abgelesen. Ja, ich habe ganz viele Fächer, wenn du mal kurz hier aufmachst, da mal reingucken können, was da so drin ist. Da sind die Gasflaschen drin, 2 Stück mit 11 Kilo. Interessant, hat man ja so nicht oft, dass sie hier hinten drin sind. Hier habe ich nochmal eine 230 Volt Steckdose zum Laden von zum Beispiel E-Bikes. Hier ist das Bordwerkzeug mit drin. Und gehen wir kurz auf die andere Seite. Das ist übrigens das Heck mit den Aufnahmen schon. 2 Aufnahmen mit drin und eine Heckkamera mit drin. Und natürlich die 65 Jahre Edition, das Aufkleber hinten drauf und ein recht cooles Heckdesign, was hier drin ist, mit rund Heckleuchten. So, gehen wir mal kurz hier vorne hin. Hier ist zu, das ist aber nicht schlimm, wir haben das schon gesehen. Das ist übrigens ein interessantes Detail, weil du hier relativ hoch bist. Siehst du, was sie dazwischen gemacht haben? Ja, so eine Stange. Der Vorteil ist, man kann nicht rausfallen. Also gerade wenn du kleine Kinder hast. Ja. Das ist schon eine gewisse Höhe. Ich zeige das mal gerade. Das ist einmal Patricia hoch, sogar noch ein bisschen höher. Und wenn du da einfach runterkollerst aus 2 Meter Höhe, das kann schon tödlich sein. Da hat jemand nachgedacht. Aber LMC kommt ja aus dem Wohnwagenbereich, also dort wirklich sehr bekannt. Für Detaillösungen haben die wirklich viel übrig. Hier vorne ist der Wasseranschluss. So, und ja, Landstrom ist auf der anderen Seite mit drin. Gehen am besten mal rein, schauen uns das Fahrzeug mal von innen an. Ein Teilintegrierter mit einem großen Panoramadach oben. Der V643G, wie Gustav. Da steht er, ja, die Aufbautür mit einem Fenster drin. Sie ist einigermaßen groß, jetzt nicht zu breit, muss man auch sagen, denn das Ganze muss ja auch vom Innenraum her passen. Der Kühlschrank ist auf der linken Seite, wenn man reinkommt. Und hier sieht man auch schon, man hat ein kompaktes Maß, so ein klassisches Maß, wo man sich gegenüber face-to-face sitzt mit dem Fahrersitz.
für insgesamt bis zu 5 Personen. Hier ist nämlich noch eine kleine Sitzbank mit dabei, aber das hat noch einen netten Nebeneffekt. Das haben wir beide schon gelernt, Patricia. Wenn man nämlich so eine Sitzbank hat, so eine kleine, was kann man da machen? Man kann die Füße hier legen, wenn man dann es sich gemütlich machen möchte. Genau, du kannst es nämlich drehen und jetzt kannst du es mal so andeuten. Also du musst es ja nicht drauflegen. Will ich hier So ein bisschen genau die Füße drauflegen, denn üblicherweise montiert man auch gerne den Fernseher hier. Hier ist die Vorrichtung schon bereits da und das wird aber dann so angeschlossen, wie man es braucht. Hier hat man nämlich eine TV-Platz-Vorbereitung drin. Das Ganze ist schön gearbeitet, hier mit so einem, sag mal, Stoff, der da drunter ist, damit nichts klappert. Und was direkt mal auffällt hier, ich habe ein sehr, sehr offenes Raumgefühl. Ja, das stimmt. Also wenn ich jetzt hier stehe, ich kann in den Raum reinschauen, ich kann auch von ganz hinten einfach durchschauen. Man hat also hier ganz bewusst den Raum nicht mal künstlich unterbrochen, sondern die Küche geht quasi in den Raum hier hinten über. Und das ist, glaube ich, besonders gut für Leute, die sagen, ja, ich will mich gar nicht vereinzeln, sondern ich habe gar kein Problem, wenn wir zusammen sind, ein Pärchen, also Leute, die sich richtig lieben. Genau, vielleicht auch ein Pärchen, das noch ein kleines Kind dabei hat. Auch hier sieht man, ist so eine Stufe, da musst du jetzt mal in meine Richtung schwenken. Warte, ganz kurz noch einen Blick. Ich zeige mal ganz kurz die ich sag mal, Beschaffenheit dieser Spielwiese, denn die kann man noch ausziehen. Hier vorne ist noch ein Zwischenpolster. So, sollen wir das zunächst mal ganz kurz zeigen? Dass wir das einmal kurz ausziehen, wo die gerade schon mal hier sind. Weil ich hab hier auch Du kennst das von der Messe, gell? Das hatten ganz viele. Genau, also hier zieht man einfach nur und dann kann man hier wahrscheinlich dann ein Polster dazwischen legen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Richtige ist. Oder ob es in die richtige Richtung ist. Aber es ist auf jeden Fall, kann man sich das dann so vorstellen. Mach da feste rein. Drück. Ja. Sehr Passt. schön. So, bitte einmal hinlegen. Füße kannst du ja rausbaumeln lassen. So, der Einstieg ist natürlich kein Thema, wenn ich ganz oben sitze. So ist es. Die Matratzen sind schon richtig dick. Ist es weich? Ja, sehr weich. Auch hier habe ich nochmal einen Vorhang. So, jetzt kann ich nämlich auch wirklich mal zumachen. Wenn ich nämlich keine Lust habe, dass mir alle mal reingucken, kann ich zumachen wie so im Flugzeug. Ja, mach nochmal auf, bitte. Ja, LNC ist schon so gehoben von der Preiskasse her, das wissen die Leute. Also Verarbeitung und Co. ist wirklich tadellos. Sehr, sehr frische, helle Farben. Ja. Nicht so altbacken, sage ich mal. Hinten mal aufmachst bitte, so einen Schrank. Vollkorpusmöbel mit drin. Unten drunter habe ich LED-Leisten, die kann ich drehen, wie ich es brauche. Und habe hinten in der Ecke nochmal eine 230 Volt Steckdose mit drin. Und auf der linken Seite auch nochmal. Also wirklich viele Leselampen, Ablageflächen, da kann ich Handy und so weiter ablegen. Und habe auch schöne Gardinen dabei. So, du wolltest eben was zeigen. Ich schwenk mal kurz drauf. Hier ist eine ganz kleine Treppe mit drin. Genau, das wollte ich nämlich sagen. Das macht natürlich nochmal Platz nach oben. Ja, also man stößt sich dann auch nicht den Kopf, wenn man da hochgeht. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut geregelt. Natürlich jetzt hier im Küchenbereich hat man da nochmal mehr Platz nach oben, dadurch, dass man hier halt die Absenkung hat von der Stufe. Aber ja, wie gesagt, also man stößt sich nirgendwo den Kopf. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Gut, man könnte über die Stufe fallen, aber ich denke, das macht man auch nur einmal. Dann weiß man, dass sie da ist. Ich setze mich mal ganz kurz hier auf den Beifahrersitz, dass man mal sieht, hier ist das Cockpit. Der gute alte Fiat Ducato, jetzt auch erhältlich mit 9-Gang Automatikgetriebe von ZF, eine Wanderautomatik, die wirklich toll ist. Da kann man nichts falsch machen. Eines der meistverkauftesten Nutzfahrzeuge der Welt. Zumindest mal in Europa, glaube ich, Nummer 1. Schränke, pur. Einfach ziehen, gell? Genau, also man drückt hier drauf und dann entriegelt sich das quasi und dann kann ich es ganz einfach nach oben ziehen. Cool. Ja, setz dich mal da hin. Polster ist recht straff, wenn man drauf sitzt. Also sehr, sehr schön automotiv. Ja. Und hier den Tisch kannst du hochheben und nochmal verschieben in der Neigung. Etwas höher. So, jetzt sollte es gehen. Jetzt will ich ihn auskommen. Auch das ist relativ einfach. Genau, es ist so jetzt, spätestens jetzt hat man nämlich die Möglichkeit, auch die Beine durchzustecken. Und auch keine Experimente hier. Die Tischplatte kann ich verschieben. Unten an der Seite, die kann ich rausdrehen. Und habe dann nochmal die Möglichkeit, das Ganze nochmal zu erweitern. Die ist also hier doppelstöckig. Und ja, kann die dann so machen, dass alle bequem auch essen können. Das Raumkonzept kommt jetzt mal richtig zur Geltung. Denn wenn ich jetzt hier durchgucke, ich habe einen sehr, sehr offenen Raum. Ja, das stimmt. Also man hat hier genug Platz.
Man kann hier, eine Person kann hier in der Küche stehen, am Und die Tisch. ist aber nicht getrennt von der anderen. Genau. Am Tisch können dann die Kinder sitzen oder der Ehemann, der gerade auf sein Essen wartet. Das ist auf jeden Fall, da hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja, was auch interessant ist, ist hier oben so eine Art Muster, ein textiles Muster. Es kommt jetzt nicht so rüber, es ist nicht einfach nur weiß, sondern sehr, sehr schön gearbeitet. Also auch die ganzen Übergänge sehr edel. Hier oben habe ich große Ablagefächer, das kennt man schon. Aber es ist hier alles nochmal in so einem automotiven Stoff nochmal eingefasst. Und auch die Verbindung hier unten mit sehr, sehr viel Schönheit. Also es ist nicht so brachial, wie ich es bei vielen anderen gesehen habe. Das ist Knarz und so weiter. Lautsprecher ist oben drin. Und ich habe wieder diese Lampenschiene von Dometic, die ich schon öfter mal gesehen habe, wo ich also einfach auch dort eine USB-Steckdose reinhängen kann und andere Dinge und kann auch Sachen mit dazu nehmen. So, Küche. Da gibt es ein kleines Brett an der Seite. Auch das ist so optisch gar nicht auffällig. Es stört auch nicht. Ich kann es rausschieben. Es klackt so richtig rein, macht ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und man hat viel Platz, denn ich habe hier diesen neuen Kombi/Spüleinheit von großer Größe. Ich gucke es mal gerade. Also insgesamt, der Vorteil ist natürlich, ich kann es komplett reinigen und kann es dann anschließend abwischen, einfach in die Spüle rein. Das kann ich rausziehen, ist rausnehmbar. Einmal feste ziehen, gerade nach oben, dann kann man es rausnehmen und kann dann einfach das Ganze reinigen und kann es dann direkt in die Spüle machen. Das ist also auch der Vorteil. Ja, Kühlschrank. Genau, Kühlschrank. Dometic, vollautomatisch übrigens. Das Ganze geht mit Gas, 230 Volt und Strom. Den gibt es auch nochmal eine Nummer größer, aber der ist wirklich ausreichend. Ich meine, wir sind ja hier in einem kompakten Reisemobil. Ich habe große Schränke nochmal unter dem Bett. Genau, wenn wir die kurz mal zeigen. Machen wir erstmal die Bettschränke. Wahrscheinlich ist da ein Hängeschrank drin. Ja, genau. Da vorne ist er. So, und den kann man hochdrücken in der Gasdruckfeder und kommt dann wirklich optimal dran, ohne dass ich mich da riesig bücken muss. Genau, also in dem Moment, wenn ich das Bett nach oben mache, geht automatisch nochmal die Stange mit nach oben. Und so kann ich einfach nochmal besser durchschauen, okay, ne, was ziehe ich an. Also die Stange bleibt nicht auf einer Ebene, sondern die schwingt quasi nochmal mit hoch. Cool. So, Schubladen. Einfach oben lassen. Das machen wir später. Wahrscheinlich. Genau. So, hier habe ich Besteckschublade. Genau. Mach mal zu. Soft Close. Fühlt sich alles sehr, sehr wertig an, oder? Ja, das stimmt. Also man merkt, dass das hier sehr, sehr gutes Material ist. Und ganz unten? Das ist eine Klappe. Eine Klappe. Vorteil, kann ich ganz schwere Sachen reinmachen. Genau. Hier, das ist auch interessant, hier die Tischplatte ist wie zu Hause praktisch. Also die macht einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Das gleiche ist dann nochmal gehalten in der Rückansicht. Und hier habe ich sogar eine verchromte Leiste drin. Sieht ganz toll aus. Ja. Hier kann ich dann noch die Gewürze reinstellen. Schränkchen habe ich hier oben noch. Ja, und ganz viel Licht, denn hier oben ist nämlich ein Heki mit 2 eingebauten Lampen drin. Das ist auch ein tolles Detail, das ich übrigens auch sehr, sehr schnell öffnen und schließen kann. Das zentrale Bedienpanel ist hier oben drin. Wenn du mal kurz das mal einschaltest am Hauptschalter, der ist auch beleuchtet. Zentrik? Ne, wahrscheinlich nicht. Es kann sein, dass die Batterie ganz leer ist. Ja, kann sein. Dass sie hier in der Vorführung ist, aber das ist, wie gesagt, auch jetzt nicht so schlimm. Wir wollten ja nur mal eine kurze Roomtour mal machen, hier durch das Fahrzeug einfach mal durch, dass wir mal sehen, wie ist das Raumgefühl. Und hier oben habe ich dann das ganz große Aufstellfenster mit drin. Genau, das Panoramadach. Wenn das nicht kauft, also ich unbedingt mitkaufen, denn das Raumgefühl erweitert das. Hier wäre es total dunkel drin ohne. Ja, das stimmt. Prima. Ja, LMC. Gehen wir kurz raus. Brauche ich auch keine Stufe. Man hat einen sehr, sehr bequemen Einstieg. Hier unten an der Seite habe ich noch eine Klappe für die Schuhe. Die kann ich dann reinmachen. So, Patricia, geh mal raus, dann zeigen wir mal. Also das geht wirklich sehr einfach. Da kann man vielleicht noch eine kleine Stufe noch ergänzen, aber vielleicht ist es nicht unbedingt notwendig. So, ich lese Ihnen noch mal ein paar Daten vor. 2,3 Liter, 140 PS. Das ganze Modell heißt LMC Breezer
643G in der Palmo Edition 65 auf Fiat-Basis. 140 PS, Schaltgetriebe, Euro 6D Temp, 3,5 Tonnen, eine Klimaanlage, eine Fahrerhausklimaanlage ist mit drin, eine Kamera ist mit drin und das ganze Fahrzeug ist 6,76 Meter lang. Also es ist vielleicht nicht gerade das kürzeste, Breite ist 2,22 Meter und die Höhe sind tatsächlich 2,70 Meter, ungefähr 2,69 Meter. Ja, der Preis 51.999 Euro, also vielleicht ein bisschen teurer wie der billigste, aber die Qualität, Verarbeitung macht einen guten Eindruck. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Patricia. Danke. LNC, jetzt hast du die Marke auch mal kennengelernt. Ja, siehst du mal.